Dann fange ich an. Seid ihr ready? Ready. Ready. Okay. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Heute mal ein bisschen was anderes, denn heute habe ich noch zwei Gäste zu mir eingeladen. Einmal den Derafin, schönen guten Tag. Moin. Und einmal den Melendez TV. Hallöchen auch an dich. Hallöchen. Ja, ihr habt es vielleicht schon im Titel gesehen, das Thema dreht sich heute um die Sucht, speziell auf Shakes and Fidget bezogen. Ein Thema, was relativ ungewöhnlich ist, was ich auch persönlich auch auf meinem Kanal noch überhaupt nicht behandelt habe, wo ich noch gar nicht drauf hingewiesen habe, weil ich mich selbst auch gar nicht in der Rolle, sag ich mal, einordnen kann, was das angeht. Aber nur weil ich halt auf mich schließe, heißt es ja nicht, dass jeder andere dadurch ausgeschlossen ist, ne? Weil es gibt schon sehr auch aktuelle Fälle, die in kürzlicher Vergangenheit aufgetreten sind, die auf das Thema halt eben nochmal präsent gemacht haben. Und präsent gemacht haben hat zum Beispiel der Melendez vor kurzem mit einem Video, was mich dazu auch bewegt hat, selbst nochmal auf das Thema ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu lenken, weil es halt auch sehr wichtig ist. Und den Derafin habe ich auch mit dazu gezogen, weil wir mal vor einiger Zeit jetzt mittlerweile schon, ich glaube bei ihm war es auf dem Kanal, auf das Thema zu sprechen kam, Sunk Time Fallacy und Sunk Cost Fallacy, was in diesem Kontext auch ganz gut mit hineinpasst, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ziehe ich dich halt mal auch eben, ne, als erfahrenen Langzeitspieler, der ja auch weiß, worauf es ankommt, ne, in dem Spiel halt auch hier mit zur Seite. Ja. Bevor es aber richtig losgeht, wollte ich nochmal auf dich, Melendez, nochmal kurz lenken. Natürlich findet ihr von Derafin und Melendez beide die Links unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke mal euer Twitch, ne? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, oder? Ja. Ja, und weil du hast dich mit dem ganzen Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, wie ich das aus deinem Video schon entnommen habe. Vielleicht kannst du da kurz nochmal vorab drauf eingehen, was du darüber weißt und wie sehr du dich da schon mit beschäftigt hast. Also jetzt generell, dass es in Shakes and Fidgets als Thema geworden ist, habe ich eigentlich zum Anlass genommen, dass auf W55 jemand aus der Gilde quasi oder aus dem Spiel ausgetreten ist und einen Brief geschrieben hat, also eine Ingame-Nachricht geschrieben hat und halt gesagt hat, dass er zu viel Geld in das Spiel halt steckt, dass er schon öfter versucht hat, das zu minimieren, dass er schon mal versucht hat, eine Pause zu machen und dass er einfach also über seine Verhältnisse hier Geld halt reinsteckt. Also wirklich dieses ganz klassische Glücksspiel halt. Und dass er jetzt diesen Cut halt braucht, weil er ansonsten nicht davon loskommen würde. Also er kann jetzt hier nicht irgendwie umschalten auf Free-to-Play oder auf Eco, sondern er hat gesagt, also er muss jetzt wirklich diesen ganz harten Cut machen und mit dem Spiel aufhören, damit er davon loskommt und sich nicht hier hoch verschuldet. Und da ich selber auch beruflich aus dem Online-Marketing komme, und auch sehr viel mit Online-Games und so schon zu tun habe, habe ich auch vor kurzem die Domain computerspielsucht.de gekauft. Die ist nicht projektiert, also das soll später auch ein Portal halt werden, weil das Thema Computerspielsucht etwas halt ist, wo wir erst am Anfang stehen und was in den nächsten Jahren immer wichtiger werden wird. Man hat es zur Pandemie gesehen, da war es auch ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, dass das halt eine Sucht ist, die viel öfter bei den Menschen auftritt. Nicht immer merkt man es sofort, weil es nicht immer Spiele nicht immer sofort mit Geld ausgeben zu tun haben. Nehmen wir mal jetzt WoW oder ähnliches, ja. Aber es kommt ja auch jetzt hier in Deutschland diese Welle von diesen Monetarisierung per Shops halt immer mehr rüber. Also man hat immer mehr die Möglichkeit, Pay to Progress, Pay to Win, meinetwegen auch nur irgendwelche optischen Sachen, aber man hat halt die Möglichkeit, ganz viel Geld in die Games zu stecken. Die Zeit nicht, bezahl mal hier 30 Euro für ein Game oder 40 und Spiele, die sind halt einfach so ein bisschen vorbei. Und ja, das habe ich halt zum Anlass genommen, um zu sagen, gerade Shakes and Fidget ist halt ein Spiel, wo man Tausende von Euro lassen kann. Ja, wir werden es wieder zu W60 ganz doll sehen. Und wie gesagt, jeder kann machen mit seinem Geld, was er will. Und solange er das Geld zur Verfügung hat und das Geld dafür ausgeben will, ist das alles völlig fein. Also das darf man nicht falsch verstehen. Aber man muss halt auch auf die Gefahren hinweisen, dass es halt Leute gibt, die dafür anfällig sind, Geld auszugeben, was sie halt nicht haben.
Ja, sehr starke Worte an der Stelle auf jeden Fall. Also man merkt, du hast dich da schon intensiv mit auseinandergesetzt und ja, bei mir ist es jetzt gerade, sag ich mal, erst am Anfang, weil ich halt, wie gesagt, auf mich selbst da gar nicht wirklich auf das Thema geschlossen habe. Die mich schon ein bisschen länger verfolgt haben sollten, die wissen vielleicht von mir, dass ich vor meinem Sponsoring ein sehr pilzsparender Spieler war, mit meinen Ausgaben halt immer sehr hausgehalten habe und ja, mit den Pilzen halt eben aufgepasst habe, dass die halt eben nicht zu schnell weggegangen sind. Das hat sich jetzt natürlich mit dem Sponsoring geändert und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir, denke ich mal, alle hinweisen sollten, hin und wieder. Ich mache es in meinen Videos auch. Immer bevor irgendwelche großen Pilzausgaben stattfinden, mache ich noch so einen ganz kleinen Disclaimer, sage ich vorher, dass die Pilze halt eben nicht aus eigener Tasche kommen, sondern halt eben gesponsert sind. Das ist mir auch wichtig, dass die Leute das halt eben auch wissen, dass ich nicht selbst dafür bereit wäre, so viel Geld in das Spiel zu pumpen. Aber das kann natürlich auch, wie gesagt, jeder machen, wie er dazu ja, selbst auch in der Lage ist. Man muss halt eben nur wissen, wo halt eben genau seine Grenzen sind, wo das Budget ist, was man sich ansetzt. Und diese Pilze ist halt eine Währung, die aus dem Nichts erschaffen wird. Deswegen kriegen wir diese halt auch. Sind keine Mehrkosten jetzt irgendwie für irgendjemanden. Dadurch ist es halt einfach nur dazu da, um halt eben auch in den Videos oder in den Livestreams halt eben besser den Content euch zu präsentieren. Das kann natürlich halt aber auch eben genau dazu verleiten, dass Leute animiert werden könnten, selbst mehr aufzuladen. Und das ist halt eben auch dieser ganz große Mitreißeffekt bei Serverstarts, wo man auch sehr krass aufpassen sollten. Ich glaube, du hattest auch in deinem Video gesagt, dass man sich, wenn man jetzt Server startet, auch ein Budget setzen sollte, was man auch einhält über eine bestimmte Zeit, dass man das auch nicht zu sehr verpulvert am Anfang, sondern sich das halt eben auch genau einteilt und eine Grenze setzt. Ne? Ja, es ist halt ganz, also ich selber bin ja ein Spieler, der sehr viel Geld in Shakes and Fidget steckt. Also ich habe ja im April auch erst angefangen mit Shakes and Fidget und jetzt gerade haben wir Oktober und das sind weit über 10.000 Euro jetzt schon gewesen. Also weit über 10.000 Euro. Ja. Aber ich habe halt andere finanzielle Verhältnisse, wie es halt ein anderer vielleicht hat. Und noch ein anderer hat wieder, der lacht über meine Ausgaben und sagt, ja, das könnte ich, wenn ich wollen würde, in einer Woche halt machen. Und deshalb, ja, andere fahren halt für 10.000 Euro 3 Wochen auf die Malediven und da sagt halt keiner, bist du bekloppt, sondern da sagen sie, ey, hattest einen geilen Urlaub. Wenn ich meinen Kumpels erzählen würde, ey, ich habe 10.000 Euro in Shake, dann würden die sagen, was hast du gemacht? Wir müssen mal kurz hier bei der Klempnerei hier anrufen, die sollen mal die Jacken halt holen. Und ja, aber für mich persönlich ist es halt wirklich wichtig, und das habe ich auch in Gesprächen schon gemerkt und auch auf die Reaktion von dem Video, dass es wirklich viele Leute gibt, die zu viel rein, also die sich wirklich leiten lassen und dann denken so, oh, ich will noch ein paar Rankings nach vorne und auch ganz doll schlimm, die in Gilden sind, wo die Gilde schon sagt, wir wollen hier mindestens, dass die Pakete gekauft werden, dass 320 Alu gespielt wird, wir wollen die Platz 1 Gilde werden, und das reicht dann ja, aber dann merken die, dass 80% der Leute halt mehr machen als das, was gesagt worden sind und schon denken sich, oh nee, ich will da ja nicht der Klotz am Bein der Gilde sein, also gebe ich da jetzt auch nochmal 200 Euro aus, ja, gebe ich ja auch nochmal 50 Euro aus und das kaufe ich mir halt auch nochmal und ja, dann sind es aber nur Azubis oder dann hat man halt wirklich nur wenig Geld und alles und es ist halt nur ein Spiel, das darf man halt nicht vergessen, ja, das ist wirklich, da muss man ganz genau wissen, ist einem das Geld für das Spiel das halt wert und hat man dieses Geld und deshalb auch dieser Hinweis, sich ein Budget zurechtzulegen und dann zu sagen, ich habe jetzt für den nächsten Monat 10 Euro für das Spiel. 20, 50 Euro, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, vollkommen egal, wie viel. Aber ich habe dieses Geld für den nächsten Monat für das Spiel. Oder W60, nehmen wir mal, weil viele werden W60. Ich kenne so viele Leute in meinem Umfeld, die bei W59 zu viel Geld reingesteckt haben, die gesagt haben, ich kann W60 nicht mehr machen, ich habe das Geld nicht mehr. Ja, deswegen, und das ist halt... Da muss man halt eben genau aufpassen. Derafin, du bist ja, also wenn es halt um Ausdauer geht, bist du ja halt quasi so das Vorzeigeschild hier, ne? Also du hast ja wirklich einen Account, der ist ja wirklich von jenseits und gut und böse. Du weißt ja am besten, wie es halt ist, worauf es in diesem Spiel halt ankommt, ne? Und Shakes and Fidget kann halt auch Spaß machen, ohne immense Summen in das Spiel zu stecken.
nur halt über einen gewissen Zeitraum kann man halt auch eben Sachen erreichen, die vielleicht andere, ne, nicht erreichen könnten, nur weil sie halt zum Serverstart tausende Euros ausgeben, ne? Ja. Und dann halt eben nicht mehr weiterspielen. Wie ist das bei dir eigentlich so gewesen zum Anfang und wie hat sich das so entwickelt bei dir? Und ja, wie gesagt, du weißt es am besten, worauf es ankommt. Ja, wenn es um Langzeit geht und einen starken Char sich aufzubauen. Ich überlasse das Wort, du weißt. Ja, die Sache ist ja grundprinzipiell erstmal die, wir als alte Hasen sind ja eigentlich an dem Punkt, wo man sagen muss, wir kennen das ja noch so aus einer Zeit, wo du noch gar nicht die Möglichkeit hattest, überhaupt so krass reinzupayen. Ja? Früher war es halt wirklich einfach nur, du spielst deine Alu, machst halt hier mal einen Dungeon, da mal einen Dungeon, aber diese krassen Geldsinks, so wie Festung skippen, Unterwelt skippen, Steine skippen und so weiter, wo eigentlich so du sagen kannst, the sky is the limit. Da kannst du halt einen Zehner reinstecken, da kannst du einen Tausender reinstecken oder halt komplett ausrasten. Das gab es halt damals nicht. Und damit habe ich mir damals im Endeffekt, und das fand ich so geil an Shakes damals, du konntest dir damals wirklich gut ein Limit stecken, wusstest, was brauche ich für meinen 50% Mount, was brauche ich für meine Alu. Ich will nicht wild Epics blättern, ich mache mein Ding lang hin, konstant und alles ist gut. Und das ist das, was mich damals an Shakes fasziniert hat und bei Shakes gehalten hat, weil ich war in der Zeit, wo ich mit Shakes angefangen habe, selber noch ein sehr junger Mensch in der Ausbildung, wenig Geld und ich hatte selber die Tendenzen, dass ich in anderen Spielen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, mehr Geld auszugeben, als vielleicht gut ist, ich das tatsächlich dann auch einfach gemacht habe. Und deswegen habe ich irgendwann selbst reflektiert, das festgestellt, diese Spiele beiseite gepackt und bin bei Shakes geblieben, weil da wusste ich, im Zweifelsfall lade ich mir für 100 Euro im Jahr auf, habe damit meinen 50% Mount, habe damit meine Alu, ich spiele mein Ding lang hin, fertig. So, und da kam dieses Budgetsetzen definitiv schon sehr früh. Und das habe ich mir dann jetzt auch weil ich ja jetzt auch wieder ein bisschen aktiver im Spiel geworden bin, aktiver in der Community geworden bin, nachdem ich so ein bisschen so eher so der Geist war, der irgendwo einfach nur rumgeschwebt ist, aber irgendwie noch da war. Das habe ich mir beibehalten. Und das ist wichtig. Was halt im Endeffekt ja auch Melendez schon gesagt hat, dieses Budget stecken und da auch strikt drauf pochen, dabei bleiben und nicht über seine Verhältnisse sozusagen leben, spielen, wie auch immer. Und das ist was ich tatsächlich auch jetzt feststelle, wo ich wieder anfange, auch neue Accounts mal zu spielen, Serverstart zu spielen. Auch ein Effekt, den Melendez im Endeffekt eben schon beschrieben hat. Du stellst, wenn du halt in einer ambitionierteren Gilde spielst, am Anfang dann halt fest, wenn du dir sagst, okay, ich gebe halt nur noch so und so viel Pilze in der Woche aus oder am Tag aus. Es ziehen erstmal alle an dir vorbei. Gerade frisch nach Serverstart in dieser Gildenliste, die nach Leveln nun mal geordnet ist, ich kack da immer komplett ab. Ich bin da am Anfang die erste Woche, die ersten 2 Wochen, ich dümpel da immer ganz unten rum, der scroll, okay, ach, da bin ich, ja moin. Aber weil ich halt mein Investment sozusagen konstant halte, passiert dann sehr schnell, dass Leute am Anfang sich verausgaben, sozusagen da schon ihr komplettes Pulver verballern und im Endeffekt kaufen sie sich ja nur einen temporären Sprung erstmal, weil die Dungeons, die sie dann halt für ein immenses Investment durchknallen, ja, die mache ich dann ja auch noch. Die IP kriege ich ja dann auch noch. Gut, die spielen dann ihre Alu vielleicht mal ein paar Wochen besser schon mal als ich mit niedrigem Level. Aber ich halte mein Investment konstant, ich kletter und kletter und kletter wieder und irgendwann stehe ich dann da, wo die Leute stehen, die halt viel mehr investiert haben, weil sie es halt, ich will nicht sagen falsch investiert haben, aber anders investiert haben. Die haben dann halt mal die 0,5, die 0,1% Dungeon-Chance einfach durchgeentert und durchgeballert. Und ich mach's halt erst, ja, wenn es dann mal bei 1-2% ist vielleicht, so, ja. Und dann kriegt man die EP ja trotzdem noch. Und deswegen, also, ich habe mich jetzt irgendwie in meinen eigenen Gedanken verrannt. Aber ich glaube, mein Punkt ist rübergekommen, ne? Also, setz dir dein Budget und spiel konstant. Weil was Melendez in seinem Video zum Thema Sucht auch angesprochen hat, ist, du musst ja dein Investment dann auch
irgendwo auf dem Level halten, ja. Das ist ein ganz Wenn wichtiger du, Punkt. wenn du auf dem Niveau, wo du startest, bleiben willst, dann muss dein Investment da auch irgendwo bleiben und dann kannst du nicht auf einmal zurückschrauben, weil dann kommen alle wieder hinterher. Ähm, ne, und da sind wir wieder bei dem Punkt, Shakes und Fidget, Ausdauer, Konstanz, gib ihm. Ja. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil halt viele auch denken, gut, wenn ich mich jetzt einmal nach oben gepilzt habe an die Spitze, das heißt ja dann nicht im Umkehrschluss, dass du da dann auch bleibst, weil die Konkurrenz schläft nicht. Gerade auch auf solchen großen Event-Servern wie jetzt zum Beispiel W60. Deswegen finde ich es gut, dass das Video jetzt vorher noch kommt, dass man da dann auch nochmal darauf hinweisen kann, dass ihr euch da wirklich in Acht nehmen solltet, was das angeht. Und halt eben auch wirklich nicht versuchen, das ist so mein Tipp, nicht versuchen halt eben von der Ehrenhalle irgendwie zu verleiten zu lassen oder von der eigenen Gilde, dass man jetzt sagt, oh scheiße, ich bin hier 50. oder 49. Ich bin hier der Letzte und ja, werde ich vielleicht rausgeschmissen. Dann macht man sich vielleicht so eine Gedanken nachher und dann kommt das denn, dass man halt in Zugzwang gerät. So, ne? Und deswegen, ja, passt auf vorab, in welchen Gilden ihr spielen wollt. Die Gilden werden Voraussetzungen haben. Guckt, ob ihr da überhaupt reinpasst in euren Budget, in eurer Möglichkeit, Geld einzusetzen und macht euch das vorher im Klaren. Und falls ihr in einer normalen Gilde, sag ich mal, spielt, wo Standardkosten, sag ich mal, Ausgaben verlangt sind, mit Standardkosten meine ich halt 50er Mount und 320 Alu, das ist, denke ich mal, die humanste und die gängigste Spielweise. Es ist nicht Free-to-Play, aber es ist die effizienteste Weise, mit seinen Pilzen, sag ich mal, umzugehen für das, was man halt bekommt. Und wenn ihr in so einer Gilde seid und da nicht viel mehr verlangt wird, dann spielt lieber für euch als für andere und nicht für irgendeinen temporären Erfolg. Schaut nicht so sehr auf die anderen, schaut auf eure eigenen Fortschritte, was ihr so schafft in dem Spiel und dann werdet ihr halt auch auf kurz oder lang, eher auf lang als kurz, dann auch Erfolge erzielen. Und das ist bei mir genau das gleiche gewesen wie bei dir, Dera, dass ich auch zum Serverstart auch sehr weit immer hinterher bin. Ich glaube, das hängt uns auch einfach in den Knochen, weil wir halt auch einfach Ewigkeiten keine Serverstarts mehr gespielt haben mit unseren Accounts. So, ne? Das ist halt einfach das Ding. Wir sind da Serverstartmäßig nicht so sehr, ja, sag ich mal, auf den Damm. Ja, und deswegen ja, brauchen wir da halt ein bisschen länger. Aber das ist halt eben auch das Ding. Die Leute hören halt eben auf und ihr steigt halt weiter eben mit der Konstanz, die ihr euch halt eben gesetzt habt. Ne? Also es ist halt ein Thema. Ich habe es früher öfter schon gehört, ganz, ganz früher in der Vergangenheit, dass sich Leute halt wirklich reinbaiten lassen von anderen Leuten, dass teilweise Kredite aufgenommen werden für das Spiel, Oha. wirklich Echt so krass, ja? Summen aufgenommen worden sind, die sind halt wirklich sehr, 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 sehr heftig und das geht halt alles schon so ein bisschen in diese Glücksspielrichtung, in dieses krankhafte Verhalten so, ne? Wenn man eh schon sehr anfällig ist für Sucht und für Spielsucht, dann ist Shakes and Fidget jetzt nicht unbedingt das Optimalste, wenn man eh schon, keine Ahnung, dazu neigt, vielleicht ins Casino zu gehen oder so und sich da einen schönen Abend zu machen und sowas, ne? Und da dann auch immer mehr so denkt, so ja, man hat hier zwar Minus gemacht, aber beim nächsten Mal läuft es vielleicht besser und dann komme ich da mit Plus raus. Ne? Am Ende gewinnt immer die Bank und am Ende landet das Geld auch immer bei Player Games. Ne? Das ist halt eben auch das Ding. Ne? Und ja, vielleicht noch so ein Tipp, den ich da noch so geben kann. Vielleicht, Melendez, hast du auch gleich noch ein paar wertvolle Ratschläge, dass wenn ihr halt aufladen solltet, eure Pilze, versucht es halt immer gut zu Events hinzukriegen und versucht nicht immer ja, übermäßig viel aufzuladen. Also ich habe es damals so gemacht, ich hatte immer so 5.000, 6.000 Pilze auf dem Konto, wenn ich frisch aufgeladen habe. Die haben dann aber auch wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr oder was weiß ich, wie lange ich damals gemacht habe, haben die halt gehalten so, ne? Und ich bin halt eben nicht dafür sehr anfällig, dass wenn die Pilze da sind, dass ich die dann auch gleich verschleudern muss. Ne? Das müsst ihr nicht. Ihr müsst wirklich, ich habe damit auch wirklich nur meine Standardsachen abgedeckt gehabt und das ist halt eben das Wichtigste. Ne? Aber wenn ihr das halt nicht könnt, dann versucht halt eben wirklich nur zu solchen 20% Aktionen oder vielleicht jetzt bald Black Friday euch da irgendwelche Sachen zu kaufen. Und dann versucht damit halt eben in nächster Zeit gut Haus zu halten bis zur nächsten Aktion. Aber ja, das ist vielleicht auch so noch ein kleiner Ratschlag, dass man da dann halt eben auch nicht übermäßig viel auf dem Konto liegen haben sollte, nur dass es vielleicht so reicht bis zum nächsten Mal. Ne? Aber wenn ihr euch vornehmt,
langfristig zu spielen, dann solltet ihr immer natürlich das größte Paket aufladen, weil da habt ihr natürlich auch am meisten von, wenn ihr 20% auf 3000 Pilze bekommt, habt ihr natürlich mehr von, als wenn ihr 20% auf 100 Pilze, ne, aufladet. Ne? Das ist halt auch nochmal so das Ding. Aber man muss es halt eben auch können und damit haushalten können. Weil du dich mit dem Thema so doll auseinandergesetzt hast, Melendez, hast du da noch irgendwelche wertvollen Ratschläge für die Leute, was man machen könnte? Ich will mal ganz kurz, bevor ich, also habe ich noch, aber noch auf 2 Punkte noch eingehen, die ihr angesprochen habt, die ich noch als sehr wichtig erachte. Und zwar, wenn man Shakes and Fidget spielt und jetzt auch gerade, sagen wir mal, weil jetzt wie 60 Jahre ansteht, ich werde auch in den Chats und so, ich weiß, ihr wahrscheinlich auch ganz oft gefragt, ey, wenn ich 100 Euro ausgebe, ist es realistisch, dass ich in der Top 100 spiele? Ja? Und die Summen variieren, ja, in den Top 10, in den Top 25. Und das ist halt ein ganz großes Thema. Es wird halt immer gesagt, ja, du kannst Shakes and Fidget mit Ausdauer, kannst du hier alles erreichen. Und das suggeriert nach dem Motto, ja, wenn ich denn 300, 400 ausgebe, dann bin ich ja der King. Und das ist es halt nicht. Und ich kenne so viele Leute, die am Anfang bei den Serverstarts, und ich habe ja alle Serverstarts jetzt gespielt und bin W55 Erster gewesen, W57 Zweiter, wurde jetzt halt durch die Schlüssel aufgehalten, war der Dritter oder Vierter. Aber das hat jeweils auch immer zwischen 500 bis 1000 Euro gekostet, der erste Tag. Ja, der erste Tag. Ja. Und das sind dann halt Sachen, wenn ich das Geld ausgebe und dann aber nicht fortführe, also wenn ich starte und ich habe nur 1000 oder ich habe nicht mehr als 1000 Euro, dann ist es das Dümmste, was ich machen kann, das Geld in den Serverstart zu stecken. Das Allerdümmste. Also das bringt mir null. Da kann ich den Account zumachen. Oder es sei denn, ich habe irgendwie das Bedürfnis, mich einen Tag lang feiern zu lassen, weil ich jetzt irgendeinen Rekord aufstelle, weil ich der Schnellste und Beste war. Und dann hat man immer noch aber diesen Glücksfaktor, du kannst die Schlüssel nicht finden, etc. Das ist bei mir bei W59 passiert. Also das hat mich 300 Euro gekostet. Ich habe das Geld reingesteckt, ich habe alle Dungeons gemacht, wie Dera gesagt hat, mit 0,1, 0,05 bin ich reingegangen. Und habe wirklich alles durchgehämmert bis 23 Uhr. Und dann kam der Schlüssel nicht, weil ich dann über 90 Alu reingesteckt habe und der fucking Schlüssel nicht gekommen ist, damit ich halt einen Sprung machen konnte. Und das sind dann halt Punkte, die kannst du auch gar nicht beeinflussen. Und von daher, man muss genau wissen, also ich habe ein monatliches Budget. Ich habe für mich ein monatliches Budget über all meine Server. Ich habe Main-Server, W55, W59, W60, ja, wo das Geld halt reinfließt. Klar, in den anderen, da kommt ein Fuffi, da kommt man 100, aber das richtige Geld, ja, fließt halt in die Server. Ich habe halt so einen Plan, was ich mit meinem Geld mache. Und das ist halt ganz wichtig. Und das vermisse ich bei ganz vielen Spielern, wenn man auch so fragt, so, ja, was hast du noch vor? Ja, mal gucken. Ja, willst du das jetzt, also, das heißt, was hast du denn jetzt reingesteckt? Ja, ich habe jetzt 50.000 Pilze reingesteckt. Ist so, okay, und in den nächsten 4 Wochen steckst du wieder 50.000 Pilze rein. Ja, nee, jetzt muss ich erstmal sparen, jetzt habe ich kein Geld mehr. Das hört man oft, ja. Dann hast du die 50.000 Pilze für den Arsch rausgehauen, weil dich jeder Hans und Wurst jetzt einholen wird, weil du dann 3 Level gemacht hast für 50.000 Pilze. Also jetzt, ja, ich übertreibe jetzt absichtlich, ja, damit man einfach das mal versteht. Sondern wenn ich Geld ausgebe, das ist ganz wichtig, dann muss ich das Geld langfristig halt haben. Ich kann ab Level 400, wenn die Dungeons wegfallen, wenn ich jetzt wirklich davon rede, dass ich die Festung habe, weil dann kostet ein Festungsskippen knappe 50 Euro, ja, weil es einfach mal 2100 Pilze kostet, einmal die Festung zu skippen. Da wird es dann weniger. Ja, da kann man dann halt darüber sprechen und da ist es dann wirklich das ganz krasse Pay-to-Win, wo einer ankommt und sagt, ey, ich habe jetzt hier mal 50.000 Euro jeden Monat zur Verfügung, der wird wegziehen. Ja. Wenn der das muss auch jedem klar sein, ein Spieler, der Geld ausgibt und dauerhaft spielt, ist nicht einzuholen. Von jemandem, der nur dauerhaft spielt. Ja. Ist nicht einzuholen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Man spekuliert einfach darauf, dass die Leute irgendwann keinen Bock mehr drauf haben und dann damit aufhören, weil Leute, die viel Geld ausgeben, sind ja meistens so eine Glücksspieler, die brauchen den Kick, die brauchen die Aufmerksamkeit, die brauchen die Action und die fällt ja später weg. Ja. Und dann reiben wir Ausdauerspiele uns die Hände, wann ist er denn endlich weg, der Sack, doch, Richtig. Und das ist ja auch vollkommen, wie gesagt, das ist ja auch vollkommen okay. Und deshalb für die Tipps, wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe Bock dazu und ich möchte gerne vorne mitspielen. Ich habe im Monat zum Beispiel
100 Euro zur Verfügung, die mir nicht wehtun. Ja? Dann wirklich, wie Dorsa gesagt hat, dann kauft man sich das nur zu den 3600er Pilzen, also nicht zu den 3000er Pilze. Dann guckt man mal in die Kalender rein. Wann sind denn Events? Wann ist denn vielleicht ein Elevator? Wann ist denn vielleicht ein Legendary Dungeon, wo ich Pilze brauche? Wo ich halt irgendwas spielen will? Wann komme ich denn an meine Items, ja, an meine Epics, wo ich wieder blättern muss? Und jeder kennt Blättergrab. Also, und da muss man sich auch Grenzen setzen. Und das ist gerade beim Blättern oder so. Da muss man halt sagen, okay, das geht so schnell, ich blätter da durch und auf einmal sind 25 Pilze weg und ich habe nicht ein Item gefunden. Und das ist keine Seltenheit. Ja? Und da muss man dann irgendwann auch sagen, okay, ich habe da eine Grenze und das ist ein Glücksspiel. Ich kann mich komplett ausrüsten mit 100 Pilzen, kann mit 1000 Pilzen nicht das finden, was ich brauche. Alles schon passiert bei mir. Waffe gesucht, 1500 Pilze, dann kamen sie erst. Und da braucht man einfach Grenzen und da muss man sich wirklich einen Plan halt machen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist planlos die aufzuladen und planlos seine Pilze auszugeben, weil das wird langfristig nur dazu führen, dass ihr viel Geld in Shakes and Fidget steckt und wenig halt rausholt. Und wenn ihr aber langfristig spielt, wenn ihr wirklich sagt, ey, mir macht das Spaß und das Spiel macht ja gerade langfristig ja Spaß. Dieses langfristige, das Spiel ist am Anfang unheimlich schnell und hektisch und wird dann immer ruhiger, je länger es dauert. Aber die Community, die sich dann halt bildet, wenn es halt ruhiger wird und man kennt denn die Leute um sich herum in der Ehrenhalle, weil da nicht mehr so viel Bewegung ist. Man kennt die Leute, mit denen man fightet. In der Gilde ist jetzt alles fest, schon die Strukturen sind fester. Und das ist ja das nachher, also was mir persönlich halt sehr viel Spaß macht. Ja? Wo ich halt Bock drauf habe, das halt langfristig zu machen. Und wo man dann halt wirklich auch sieht, wer hält denn jetzt eigentlich die nächsten Jahre durch? Wer ist denn in einem halben Jahr noch da? Wer ist denn in einem Jahr noch da? Und so weiter. Und Shakes and Fidget bzw. Player überrascht uns ja auch immer wieder, so wie jetzt, ja, jetzt kommen neue Dungeons, wieder da die Veränderung, da kommt was und das ist halt einfach, dazu braucht man halt auch einen Pilzplan und nicht alles halt so sagen, okay, weil was habe ich davon, wenn ich 10.000 Euro reinstecke und habe das Geld nur für 3 Monate oder 4 Monate und kann dann 3 Jahre nichts mehr ausgeben, weil dann kommt jeder andere wieder nicht ran. Ist halt einfach so. Diese Dynamik, die sich nachher im Late Game entwickelt, so wenn man schon jahrelang auf einem Server spielt, das merke ich halt auch auf meinem Server, Dera, bei dir ist es wahrscheinlich auch so, dass man halt wirklich jeden kämpft, man hat so seine paar Heinis, die vielleicht noch nach Jahrzehnten oder so da sind, gegen die man immer noch fightet, da verbittert in der Ehrenhalle und sich versucht da nichts zu schenken irgendwie und die Gildendynamik, die da entsteht, generell alles da auf dem Server, wie du schon sagst, man kennt die Leute, man hat sie kennengelernt und ist da so in einem familiären Kreis. Ne? Das ist ja auch ein großer Negativpunkt, aber da holen wir jetzt schon wieder zu weit aus, wenn wir sagen Serverfusion, dass sowas vielleicht irgendwann zerstört werden könnte, ne? mit sowas, aber da wollen wir jetzt in diesem Video nicht drauf eingehen, da sind wir auch schon sehr häufig drauf eingegangen, was das angeht. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die auch, finde ich persönlich, sehr attraktiv ist beim Late Game. Und was man dazu noch sagen sollte, ist, wenn ihr denkt, ihr seid der krasse Motherfucker in dem Spiel und gibt da 1000 Euro aus irgendwie, es gibt immer jemanden, der immer mehr Geld bereit hat, als ihr es habt und das halt auch langfristiger. Ne? Wenn ihr sagt, so, ich will jetzt wirklich bei W60, ich habe mir jetzt einen Betrag gesetzt, 1000 Euro vierstellig, so, ne? Da kann mir keiner was. Ne? Ja, dann hast du vielleicht einen so, der hat auch 1000 Euro gesetzt, ja gut, dann hast du alles nach deinem ersten Monat da verschossen, aber der macht halt den zweiten Monat noch weiter mit 1000 Euro und dann ist alles für die Katz. Dann brauchst du da nichts machen. Es gibt immer Leute, die haben mehr Geld als du, die sind bereit, mehr Geld auszugeben, die haben eine andere Relation vielleicht auch zum Geld, weil was für dich vielleicht 10 Euro sind für den anderen nicht 10 Euro im Wert so. Das ist vielleicht verhältnismäßig gesehen für den nur 1 Euro und so geht es halt weiter. Der andere, für den anderen sind 100 Euro, nur das an dem halt auch gemessen, was halt eben dort auch verdient wird, was die Leute halt eben verdienen. Und auch die Spieler, die wirklich sehr, sehr gut verdienen, die setzen sich halt eben auch einen Betrag. Ne? Das ist nicht nur, dass Leute, weiß ich nicht, so normale, sag ich mal, Leute, die ein normales Nettoeinkommen haben, sag ich mal, sich so eine Pilzpläne oder sowas setzen müssen, sondern auch die krassen Spieler, wie jetzt zum Beispiel Melendez oder so, die müssen sich auch Grenzen setzen. Nur sind halt eben die Grenzen halt eben andere, als es halt eben für den einen oder anderen da draußen sind. Und diese Grenzen, die weiß man von den anderen Spielern meistens nicht. Und das ist immer das, was dann so reinbaitet. Und man könnte sich ja vielleicht messen, aber nee, kann man dann vielleicht doch nicht. Und dann muss man halt eben gucken, wo man mit seinem Arsch dann am Ende bleibt. Ne?
Aber ein wichtiger Punkt ist halt, auf den wir jetzt in dem Video eingehen sollten. Was ist, wenn du merkst, scheiße, ich komme davon nicht los? Oder so wie der offene Brief halt. Also was ist, wenn man halt selber erkennt, man hat dann ein Problem. Ja? Das ist halt ja? Nee, sprich du Ja? erst mal, aber ich hätte halt auch noch ein, zwei Punkte, wo ich jetzt perfekt da nämlich einhaken Ja, könnte. dann mach das doch. Dann mach das. Zum einen noch, was ich schnell sagen wollte, einfach dieses, sich das Ganze einteilen. Man muss halt einfach gucken, wo steht man und was sind die eigenen Möglichkeiten. Und das, wo der krasse Pilzer eine Woche vorher mit 5000 Pilzen einen bestimmten Push gemacht hat, kannst du vielleicht mit ein bisschen Ausdauer eine Woche später den gleichen Push für 500 Pilze machen. Einfach weil du halt schon ein bisschen mehr Alu gespielt hast, weil du es langsamer angegangen bist. Und da muss man sich halt einfach klar werden, was sind die eigenen, ne, Verhältnisse. Und die muss man dann halt einfach klar beibehalten und wissen, wo man steht. Und dann nehme ich jetzt, wo ich zum eigentlichen Punkt komme, wo ich auf das beides einhaken will, was halt Dorza auch gesagt hat, mit, ja, es ist natürlich am schlausten, hol dir das Paket für einen Hunderter und haushalte damit. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, wo wir jetzt, glaube ich, alle drauf hinaus wollen. Das ist die Selbstdisziplin. Für uns fällt es vielleicht leicht, jetzt zu sagen, setz dir dein Budget, hol dir das, was du brauchst, teilst dir so ein und spiele strikt danach. Aber gerade solche Fälle wie zum Beispiel das Video von Melendez sozusagen ausgelöst haben. Ich kenne die Rundmail ja auch selber und den Spieler selber und das ist dann halt der Punkt, das sind dann halt die Leute, die man mit solchen schlauen Ratschlägen dann vielleicht halt einfach leider auch nicht erreicht. Also es ist gut und richtig zu sagen, ja, hier Leute, so und so macht man es am schlausten und das wird vielleicht auch Leute abholen und zum Andenken, Nachdenken anregen und was bewirken. Aber es gibt dann halt eben die Leute, die halt wirklich ein krankhaftes, also Sucht ist ja eine Krankheit, wenn man so will, halt einfach ein krankhaftes Verhalten an den Tag legen. Und ich meine es auch nicht disrespektierlich oder abwertend. Es ist halt einfach ein Fakt. Und wo dann halt so rationale Ratschläge und so wäre es am besten, wo einfach irgendwann der Schalter im Kopf umgeht, zack, und das rationale Denken ist weg. Und dann sind die Pilze da und man denkt sich, ja geil, ich habe hier gerade noch 3000 Pilze auf dem Konto. Was könnte ich denn damit jetzt mal noch schnell machen? Und zack, sind 2000 weg und man denkt sich, scheiße, eigentlich sollten die doch jetzt noch für 2 Monate reichen. Was mache ich denn jetzt? Ne? Also wo dann halt dieses rationale Denken irgendwann weg ist und es halt dann in so ein Suchtverhalten kommt, wo du halt einfach nicht mehr so haushaltest, wie du es eigentlich besser solltest. Ne? Und da sind wir dann an dem Punkt, wo es dann halt im Endeffekt zur Sucht wird, im Endeffekt dann einfach irgendwo. Ja, da sollte man dann gucken, wenn man dann Leute um sich rum hat, die das vielleicht dann auch mitkriegen oder so oder immer merken so, ach eigentlich wollte ich nichts mehr aufladen, aber dann doch irgendwie immer noch den nächsten Dungeon schaffen und man merkt, die haben schon wieder was aufgeladen oder so. Vielleicht sollte man sich dann halt auch an Leute wenden, die das vielleicht ein bisschen mitkriegen oder so, weil man selbst, es ist glaube ich, also es ist schwer, so einen kompletten Cut zu machen. Wenn man es macht, ist es super geil und es ist gut, dass man das geschafft hat. Aber sich dann komplett zu lösen erstmal von dem Ganzen und zu realisieren halt auch, wenn man eben da befallen ist von so einer Sucht, ist halt, glaube ich, immer schwer, weil die meisten sagen dann ja auch halt, ne, wie dieses typische Verhalten ist so, nein, ich bin nicht süchtig, ist ja bei allen so. Ne? Und dann, ja, weiß ich nicht, ist das vielleicht halt auch so, stelle ich mir so vor, dass man dann halt vielleicht auch im Discord-Call sitzt oder so, man ist mit seinen Jungs und die, ne, man kennt das ja selbst. Ja, ach komm, lad doch nochmal auf. Ach komm, den schaffst du noch. Und da, ne? Und das ist eigentlich genau das Falsche. So, auch wenn es coole Abende und sowas sind, ne? Aber man muss halt immer auch dann mit den Spielern, oder man muss wissen, was das für Leute sind. Vielleicht sind das Azubis, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder so und dann halt über ihr Limit, sag ich mal, leben und das dann halt auch dagegen ausgeben dafür. Spricht ja nichts dagegen, Geld in Shakes and Fidget auszugeben. So wie Melendez auch sagte, andere fahren in Urlaub, die anderen machen sich für 1-2 Monate einen richtig geilen Serverstart und haben da jede Menge Spaß. Die einen haben auf den Malediven Spaß, die anderen haben zu Hause vom PC Spaß. Es spricht gegen beides nicht so, ne?
Cam. Und ja, also da sollte man dann auch, ne, finde ich auch immer ganz wichtig, dass die Leute auch, die nicht judgen, die sehr viel Geld in das Spiel ausgeben, weil am Ende sind das auch die Leute, die das Game tragen, die den Free-to-Play-Spielern überhaupt ihre Free-to-Play-Spielweise ermöglichen, dadurch, dass halt eben auch manche Leute bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Und halt eben auch, ne, die überdimensional vielen, die Standardspieler, aber halt auch eben, ne, die ja, Hardcore-Pilzer. Und ja, man soll ja, leben und leben lassen. Man sollte die einen spielen lassen und die anderen, ne, aber ich verrenne mich jetzt hier gerade. Ja, das ist. Also Ich kenne das. zu dem, bei meinem letzten Video, da habe ich ja zum Schluss auch gesagt, okay, pass auf, wenn ihr jetzt von euch denkt, ihr habt da ein Problem oder ihr habt schon mehr Geld ausgegeben, als ihr eigentlich wolltet, ihr könnt mir schreiben. Es haben auch 2 gemacht sogar, mit denen ich dann auch jetzt immer noch lange geschrieben habe und auch immer noch schreibe. Und da stand auch zur Debatte komplett aufzuhören, pipapo. Und da haben wir aber eine Lösung gefunden. Und wichtig ist, oder was ich glaube, dass Shakes and Fidget ist halt kein Spiel, was du unbedingt mit deinem Freundeskreis teilst. Du hast es angesprochen, du sitzt mit deinen Kumpels im Discord und pipapo, ich glaube, dass es bei dem Spiel Ja, wirklich die wenigsten. nur eine kleine Szene ist, sondern die meisten sind alleine vom PC zu Hause, so wie bei mir auch, in meinem Verwandtenkreis etc., da weiß keiner, wie viel Geld ich hier reinstelle. Also die würden doch nicht mal auf die Idee kommen, mich zu fragen darüber, weil die wissen, ich mache halt was mit Computer, ich mache halt was mit Internet und ich hänge den ganzen Tag davor. Okay, ja, und so wird es halt sehr vielen halt gehen. Und deshalb ist es halt wichtig, wenn man halt erkennt, okay, man hat ein Problem oder man hat jetzt wirklich schon sein Konto überzogen, hat da einen Monat lang Geld reingesteckt, was man nicht hatte, dass man sich dem halt auch wirklich stellt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die beste Möglichkeit erst einmal ist halt, man sucht sich jemanden zum Sprechen darüber. Man muss mit dem Problem rausgehen. Man muss es auch als Problem halt erkennen. Das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, Zur Not kann man auch zu jedem Hausarzt damit gehen, weil Computerspielsucht ist eine anerkannte Krankheit. Ja, das ist vor ein paar Jahren wurde das halt richtig als Suchtkrankheit anerkannt, mit entsprechenden Therapiemöglichkeiten, pipapo, auch wenn es da in Deutschland wirklich ganz, ganz, ganz wenig erst gibt. Ähm, und ja, und ganz zum Schluss, ja, bevor ihr euch komplett überschuldet oder da Geld reinsteckt, was ihr halt nicht habt, und dann löscht das Spiel. Es ist nur ein fucking Spiel, auch wenn es super viel Spaß macht. Aber bevor ich mich hier wirklich irgendwo verrenne und unglücklich werde, ähm, löscht das Spiel. Ja, das ist klar, Ultima Ratio, letzte Möglichkeit. Ähm, aber wenn gar nichts anderes halt mehr hilft, dann muss man sich halt im Klaren sein, dass es halt wirklich nur ein Spiel halt ist. Ich kann auch hier nur anbieten, wie auch schon in meinem Video, wenn man halt mal drüber sprechen will oder schreiben will. Ich verstehe es, ich verstehe die Geldausgaben, ich mache es jeden Monat selber, ja, also ich kann mich da komplett reinversetzen und oftmals findet man eine Möglichkeit, weil ich habe auch einen Free-to-Play-Charakter, der mir sehr viel Spaß macht, ja, auf W56. Also ich bin ja nicht nur der Hardcore-Mushroomer, sondern ich habe ja absichtlich auf W56 auch wirklich 0 € Char gemacht, um einfach mal zu sehen, was ist mit dem. Und der ist jetzt auch kurz vor der 300 und ich hole meine Battles da, ich battle mich mit anderen Sachen. Ich habe dann da nicht die Rangliste wie auf meinen anderen Charakteren, ja, dass ich da jetzt hier auf Rang 1, 2, 3 gehe, sondern ich habe andere Challenges und mir macht es super viel Spaß, ja. Es würde mir noch mehr Spaß machen, wenn man die scheiß Flimmerkisten nicht hätte oder die mal funktionieren würden, aber das ist ein anderes Thema. Aber man kann auch wirklich Eco machen, dass man sich nur die Pakete holt, dass man sich wirklich nur die 320 Alu holt. Und wie du schon sagst, da reichen dann 100 € auch für ein halbes Jahr, für ein Dreivierteljahr oder ähnliches halt aus. Ja? Und man muss sich dann aber das Spiel an sich, man muss sich dann andere Spielziele suchen und man muss sich vor allen Dingen Leute suchen, die diese Spielziele teilen. Mhm. Es macht keinen Sinn, wenn mit den Leuten dann mich zu umgeben, die auf Rangliste spielen, wenn ich selber das gar nicht halt machen kann und ein Problem mit Pilzausgaben habe. Das ist halt ein wichtiger Punkt und dafür braucht man leider Gottes auch die Selbstreflexion. Ist halt bei jeder Suchtkrankheit immer so. Entweder du wirst von außen drauf gestoßen oder du erkennst es selber. Von außen drauf gestoßen wird bei uns wirklich dann erst wirklich der Fall sein, wenn die Bank sagt, du kriegst kein Geld mehr. Ja, bei vielen wahrscheinlich. Von daher fand ich das auch richtig cool von dir, dass du da gesagt hast, ey, ich habe ein Video gesehen und lass mal jetzt ein großes Video machen, weil du hast natürlich viel mehr Reichweite, keine Frage. Und super wichtiges Thema und ich bin mir auch sicher, dass wir mit Sicherheit
Leute davor bewahren werden, hier Kohle reinzustecken, die sie nicht haben. Ja. Ja, bin ich felsenfest der Meinung. Also Respekt auch wirklich an der Stelle. Du hast gesagt, du hast da deine eigene Domain und sowas. Also wenn ihr euch da an den Melendez richten wollt, dann schreibt ihn da sehr gerne, falls ihr irgendwelche Probleme habt. Er kennt sich auf dem Gebiet halt schon sehr, sehr gut aus. Wusste ich zum Beispiel jetzt gar nicht, dass man das einfach zum Hausarzt geht damit. Wäre mir jetzt so gar nicht in den Sinn gekommen. Ich dachte mehr jetzt, weiß ich nicht, zum Therapeuten oder was weiß ich irgendwie. In der Regel sollten die erstmal die ersten Maßnahmen ja treffen und dann dich dann wieder dahin halt schicken und so weiter. Das Problem ist, du findest halt in Deutschland kaum Fachpersonal, weil Computerspielsucht ist es halt ein absolutes Randthema und kaum einer hat sich darauf spezialisiert, weil kann es auch nicht, weil das ist ja erst in den letzten Jahren entstanden. Also hast du in diesen Bereichen wirklich noch Aufholbedarf, aber es reicht ja einfach, wenn ein Hausarzt ist ja jemand, den man eigentlich ja kennt und vertraut. Und wenn ich da hingehe und sage, so und so ist es und ich habe, also das alleine, diesen Schritt zu machen, mit einer anderen Person zu sprechen und zu sagen, ich habe ein Problem, ich gebe hier zu viel Geld aus, ich komme davon halt nicht los, hier stimmt irgendwas nicht, hier stimmt was nicht. Alleine dieser Schritt ist super wichtig Ja. und Aber der schwerste, es ist der schwerste Ding. aber der öffnet die Türen dafür, dass man das in den Griff bekommt. Sehr, sehr wichtige Worte an der Stelle. Und vielleicht die auch nicht wissen, wie sie mit ihrer Sucht umgehen sollen, die wissen jetzt auf jeden Fall vielleicht ein bisschen mehr Bescheid, was man machen kann, was man in Erwägung ziehen kann. Und ja, also wirklich gute Ratschläge da an der Stelle mit dabei gewesen. Ja, bevor wir komplett das Thema beenden, es ist ja auch nicht nur Shakes and Fidget, wir haben es jetzt halt auf das Game bezogen, es ist ja überall so, ne? Es ist ja in jedem Game heutzutage, Mikrotransaktionen sind gängiger als je zuvor. Wenn ein Spiel rauskommt und das einen Festpreis hat, dann gibt es halt eben diese Transaktion, die halt eben das Game nochmal 4, 5, 6 Mal refinanzieren und halt eben der Betrag da von diesen Sachen, die man ins Game stecken kann, deutlich teurer sind als das Hauptgame an sich schon so. Und das ist halt auch zum Trend geworden in den letzten Jahren. Viele Spiele kommen aber auch Free-to-Play raus und ja, man kommt halt wie hier in Shakes and Fidget, man kommt zwar weiter, aber halt eben auch ein bisschen langsamer, ne? Und das ist halt eben das Thema, dass man sich da auch halt eben nicht von vielen Sachen so reinbaiten lassen kann. Selbst in Spielen, wo man mit den Sachen halt nicht viel anfangen kann, die man sich kaufen kann, wie zum Beispiel in Sea of Thieves oder in Counter-Strike, wo es halt wirklich nur kosmetisch ist. Selbst da ist es ja dann so, dass man sich nicht mal Vorteile kauft, sondern halt einfach nur Sachen, die hübsch sind. Und da ist es, ja, weiß ich nicht, da hat man vielleicht nicht so diesen Zugzwang zu anderen Leuten, aber ne, dass man halt eben mit irgendwas abgehängt wird, ist ja dann mehr so in dieser Branche, sag ich mal, so Clash of Clans oder Clash Royale, wo man auch sehr viel reinstecken kann und halt eben Progress auf Jahre hat. Und hier hat man halt eben auch Progress auf Jahre und das hast du halt eben in solchen Spielen nicht. Aber man muss halt eben auch unterscheiden. Ja, deswegen generell muss ich sagen, ich bin da eher so der Freund davon, wenn man sagen kann, ey, ich habe hier ein Spiel und wenn ihr dafür Geld ausgeben wollt, dann ist das nur kosmetisch. Finde ich ganz geil. Aber ich finde den Anreiz halt eben auch wie bei SF oder selbst habe ich es ja früher auch gespielt, Clash of Clans und sowas, halt eben auch cool. Aber da ist halt eben auch genau dasselbe Thema so, ne? Ja, bevor wir das abschließen, ich wollte noch mal kurz auf das Thema, was ich halt auch zum Anfang ja, mit Dera angesprochen hatte, dieses Thema, wenn man schon zu viel Zeit und Geld in ein Spiel gesteckt hat, ist es ja auch irgendwo eine Sucht, sag ich mal, zu sagen, yo, ey, ich habe jetzt hier so viel Lebenszeit reingesteckt und so viel Geld schon, ich kann jetzt nicht mehr aufhören. So, dann mache ich mir das alles kaputt oder das ist alles umsonst oder ne, das ist auch ein Teilgebiet, würde ich mal so sagen, von der Sucht, ne, auch so von dieser Erkrankung oder ja, es ist halt eben nur ein anderes Gebiet. Ich würde sagen, das betrifft sogar mehr die Langzeitspieler, ne, als die Serverstarter, auf die wir ja jetzt hier gerade zu 90% drauf eingegangen sind, ne? Ich würde fast sagen, das ist vielleicht so eine Art Vorstufe. Ne? Das muss keine negativen Auswirkungen haben, nur weil es dich vielleicht sogar wirklich betrifft, weil du halt einfach sagst, du hast dein Budget und halt haushaltest und ja, das betrifft dich dann halt nicht. Aber es kann halt trotzdem sein, dass du halt an etwas festhältst, nur um des Festhaltens willen. Oder lass uns an dem Punkt einfach mal kurz
dieses psychologische Konzept ganz, ganz kurz überhaupt erstmal nennen. Ne? Worauf du hinaus willst, ist halt dieses Konzept, dieses psychologische Konzept von Sunk Cost Fallacy beziehungsweise Sunk Time Fallacy. Lass uns davon einfach mal einen kurzen Satz als Definition haben. Der ist jetzt erstmal Englisch, aber ich sag's euch auch nochmal auf Deutsch, ne? Die meisten sollten es aber verstehen. Was ist es? People demonstrate a greater tendency to continue an endeavor once an investment in money, effort or time has been made. Also es ist ein psychologisch erwiesenes Konzept, dass an dem Punkt, wo Menschen sozusagen Zeit, Mühe oder Geld in eine Sache investiert haben, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das weitermachen werden, einfach größer ist. Weil sie sich halt sagen, ja gut, jetzt habe ich den Tausender da reingesteckt, jetzt will ich mit dabei bleiben, also muss der nächste Tausender kommen. Jetzt spiele ich diesen Server schon 10 Jahre, ja jetzt aufzuhören, ja das wäre doch jetzt auch Quatsch, oder? Ja. Ne? Halt einfach dieses, du bleibst dabei, weil halt, ja, ist halt so, ne? Das hatte ich zum Beispiel beobachtet, auch jetzt als Beispiel bei Paul Terra, der jetzt auch aufgehört hatte. Da ist mir das am meisten so aufgefallen, muss ich sagen, in Bezug auf dieses Thema. Der ist jetzt nicht krank gewesen oder so von ihm, aber er hatte halt einfach sein Char immer weitergespielt, obwohl er eigentlich dafür gar nicht mehr Zeit und Lust hatte. Hing aber noch daran so doll fest, bis er irgendwann die Reißleine gezogen hat. Aber vielleicht geht das dem einen oder anderen da draußen auch so, der sich sagt, auch schon wieder jetzt heute die Alu klicken, auch habe ich gar keinen Bock zu oder habe ich gar keine Zeit für. So, ne? Und wenn man das halt auch eben auf Dauer beobachtet, muss man halt eben für sich selbst abwägen, ist es mir das jetzt noch wert? Ist mir das meine Lebenszeit wert? Weil SF ist ja nicht mehr so das SF von damals, dass du halt so kurz durch bist, sondern du musst ja schon ein bisschen Zeit hier und da investieren. Und weiß ich nicht, wenn man die Zeit vielleicht nicht hat oder vielleicht lieber anders nutzen möchte und sich sagt, ey, ich habe eigentlich gar nicht mehr Bock auf das Spiel irgendwie, warum spiele ich das hier überhaupt noch? Dann sollte man sich überlegen, gut, mache ich jetzt hier mal einen Cut, nutze ich meine Zeit anders. Man muss ja den Char nicht unbedingt löschen. So, das ist ja auch das Ding, ne? Der ist ja nicht verloren. Du kannst ja immer noch sagen, ey, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause, mir bockt das Spiel jetzt gerade nicht mehr. Dann kommst du nach einem Jahr wieder, bist immer noch Stufe 500, aber kannst halt da ansetzen und musst die wieder von vorne anfangen. So, ne? Und das muss man für sich selbst dann halt eben so ein bisschen in Bezug auf das Thema halt eben rausfinden, ne? Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, da brauchst du dann halt die nötige Selbstreflexion für. Richtig. Und auch die nötige Disziplin, weil du halt weißt, ey, wenn ich jetzt in einem Jahr wieder anfangen sollte, dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich nicht mehr auf Platz, weiß ich nicht, in den Top 10 bin, sondern vielleicht eben in den Top 100 oder so. Ne? Aber kann ja auch wieder ein Grind sein, zurückzukehren. Aber ich glaube, dass gerade wir neuen Spieler, und ich sag mal mit April jetzt 2022 anfangen, bin ich ja neuer Spieler, da einen ganz großen Vorteil haben, weil wir sehen, wie lange das Spiel schon existiert und wie viel Zeit ihr da schon reingesteckt haben, um auf 600 und etc. zu kommen. Bedeutet also, ich weiß jetzt ja, worauf ich mich einlasse. Ihr damals habt ja gar nicht gewusst, worauf ihr euch einlässt, sondern das ist ja alles irgendwie so dann halt, ist ja dann quasi ja geschehen, ja. Und es ist das gleiche wie mit dem Geld. Ich muss halt einen Plan haben, ich muss halt wissen, was möchte ich. Wenn ich hier 500, 600 werden will, dann muss ich halt wissen, dafür brauche ich halt Jahre. Das ist halt ein Spiel, wo ich wirklich Jahre investieren muss. Und daher glaube ich, dass es für die Leute, die drinne stecken, schon schwieriger ist, da loszulassen, ja, weil die dann halt einfach sagen, ich nehme mal jetzt einen Viper oder so, ich glaube, der kann den Account gar nicht löschen. Da müsste der dem anderen die Account-Daten geben und so sagen, hier, nee, will ich nicht mehr. Da wäre der Break viel zu. Dann macht es eher Sinn zu sagen, ich gehe nur rein und drücke nur die Enter-Taste. Und nimm nur die erste. Kann man ja machen, ja. Also man geht jetzt rein in die Alu und ich spam die Enter-Taste durch. Dann bin ich in 30 Sekunden fertig. Ist nicht die beste XP-Ausbeute, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber bevor ich halt wirklich da dann komplett sage, nee, ist nicht, wäre vielleicht auch so ein Mittelding. Ja, oder man lässt die Zeitmaschine volllaufen, immer so, ist auch ganz, ganz häufig, was man auch hört, so, ich habe gar keine Zeit mehr für das Spiel, ich lasse das in die Zeitmaschine fließen, so. Na, gut, kann man machen, sind halt Sachen, da muss man sich dann selbst mit abfinden, dass man halt eben nicht den optimalsten Spielstil hat und das hat halt auch wieder was mit Selbstdisziplin zu tun. Da, wie gesagt, muss jeder seinen eigenen Weg finden, was das angeht. Aber im Endeffekt, in dem Gesamtkonzept,
würde ich sogar sagen, dass ich da irgendwo fast schon auch ein ganz gutes Beispiel für bin, ne? Weil ich hab die ersten Jahre wirklich meinen S3-Account nach bestem Wissen und Optimum gespielt, was halt der zu dem Zeitpunkt vorherrschende Kenntnisstand über das Spiel war. Und habe dann tatsächlich ja auch wirklich mal, muss ich sagen, für 2, 3 Jahre ein bisschen die Lust verloren und habe meinen Char weitergespielt, die Alu weitergeklickt, lieblos. Als die IHOF kam, als die IHOF frisch war ich häufig auf Rang 1 in der IHOF, ne? Weil, ja, das war zu dem Zeitpunkt der Stärke-Level von meinem Char. Und dann kamen halt diverse Faktoren, die mir so ein bisschen den Reiz vom Spiel genommen haben. Und ich habe mich einfach nur noch durchgeschleppt, habe Sachen sehr, sehr unoptimal gemacht. Und irgendwann war man dann nur noch irgendwo Ende Top 50 plötzlich. Und das war aber so der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich habe eigentlich schon noch Bock aufs Spiel. Und ich mache jetzt meine Aufholjagd. Mittlerweile ja gut, aktuell Stand heute IHOF Rang 18 oder so. Man hat sich wieder hochgeackert, aber ein bisschen nervt es mich schon, dass ich halt einfach mal 2 Jahre richtig scheiße gespielt habe und nicht mein Investment, ja, meine Passion, meine Mühe, nicht genug, so ist es vielleicht richtig, nicht genug Mühe in das Spiel gesteckt habe oder nicht so viel Mühe in das Spiel gesteckt habe wie die Jahre davor. Und mit der Konsequenz muss ich jetzt halt leben, dass ich halt nicht Top 10, Top 5 IHOF bin, sondern nur noch Top 20. Ja, da ist das beste Beispiel. Einmal nicht konstant weitergespielt, das Level gehalten, was man vorher gespielt hat. Und dann passiert das. Ja. Aber trotzdem Spaß am Spiel gehabt. Ich habe aktuell, muss ich sagen, wieder ziemlich viel Spaß an Shakes, ja. Ich merke, wo mein Account-Limit ist, ab welchem es mir keinen Spaß mehr macht, muss ich sagen. Aber da sind wir wieder Selbstreflexion. Die Accounts, die ich gerade spiele, an denen habe ich definitiv Spaß, ja. Und das wäre dir vielleicht nicht so gegangen, wenn du die Pause dazwischen nicht gehabt hättest. Dann hättest du vielleicht irgendwann ganz aufgehört, weil du dann komplett Breakdown gehabt hättest und gesagt hast, fucken, das Spiel, ich habe gar keinen Bock mehr. Möglich. Aber dann hätte ich jetzt pro Tag mindestens 2 Stunden mehr in meinem Leben. Ja, Oder so. das ist halt das Ding, ne? Wenn man halt eben Spaß an dem Spiel hat, braucht man sich ja über die Sachen auch überhaupt gar keine Gedanken machen. Ne? Würdest du sagen, dass du, ja, weiß ich nicht, eines Tages mit Shakes and Fidget irgendwie sagst so, ey, das ist hier besiegelt irgendwie? Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Meinst du mich? Ja. Okay. Die Sache ist die, Durza, da muss ich dir nichts erzählen. Man, Shakes ist Teil von unserem Leben irgendwo ein Ja. Stückchen weit geworden. Es ist halt einfach so. Und ich weiß nicht, ob das halt dieses Sunk Time Fallacy ist oder ob halt. Es ist halt einfach ein Teil vom Leben geworden. Ey, überleg mal, früher ohne Happy Hour, ohne Sanduhren, hat man wie so ein Dulli da mindestens 5 Stunden an seinem PC geklebt, nebenbei die Alu durchlaufen lassen. Das macht irgendwas mit einem irgendwann. Das stimmt. Man muss aber nochmal differenzieren. Wir sind ja auch Creator, sag ich mal, ne, die ja auch außerhalb vom Spiel Spaß dran finden, auch außerhalb von dem täglichen Alu-Geklicke, was viele Leute halt auch nicht haben. Ne? Man muss ja aus der normalen Spielersicht gucken, ey, die haben jetzt nur ihren Char, den sie selbst spielen, so, ne? Und sind halt vielleicht irgendwo Teil von der Community. Aber wir stellen das Ganze ja auch bereit und haben halt auch noch Shakes and Fidget, was ja unser Hobby ist, mit einem anderen Hobby, Streaming oder Videos und sowas denn kombiniert, was es für uns noch schwerer macht, eigentlich damit aufzuhören, so, ne? Weil wir noch mehr Motivationspunkte haben als andere Leute, die sich da vielleicht andere Motivationen irgendwie für das Game suchen müssen oder so, ne? Eine Zeit lang, wo du keinen Content gemacht hast zu SF-Dera, da hast du ja auch wahrscheinlich nicht so viel Bock gehabt wie jetzt, wo man halt eben, ja, ich sag mal, andere Möglichkeiten hatte als damals halt auch, ne? Mhm. Und das animiert natürlich auch nochmal ein bisschen zusätzlich. Ja, aber ich muss sagen, ich sehe da in nächster Zeit auch keine Pause. Und das hängt halt auch einfach damit zusammen, dass Shakes halt auch super viel Spaß macht, auch in Late Game und halt eben auch auf ganz, ganz lange Sicht gesehen, weil man sich immer wieder neue Ziele sucht. Und das ist halt auch das Wichtigste, dass man in dem Rahmen, in dem man sich bewegt, ob es Free-to-Play-Spieler ist oder Pay-to-Win-Spieler, ne, oder halt eben so ein normales Mittelding, man muss sich halt eben seine Ziele suchen, man muss immer wieder neu woran festhalten, wenn man denn halt eben Spaß am Spiel hat. Und diesen Spaß am Spiel, der kommt halt erst durch diese Ziele. Wenn man so planlos, ne,
in der Gegend umhereiert, ne? Wie Melendez halt sagte, man braucht halt eben einen Plan irgendwie, dann wird das auch nichts. Man muss sich im Klaren sein, was man erreichen möchte und darauf dann hinarbeiten. So, ne? Habe ich auch schon ganz oft gesagt, irgendwann ist der eigene lokale Server vielleicht nicht mehr in deiner Konkurrenz, dann geht es halt in die IHOF und dann grindest du dich da hoch. Denn, ne? Und da hast du definitiv noch sehr lange mit zu tun, weil da triffst du auch Spieler aus der ganzen Welt und die sind nochmal ganz anders drauf als die vielleicht auf deinem eigenen Server. Ne? Oder sei es halt eben Rangliste oder sei es Level oder sei es irgendwie die Festung eines Tages mal komplett maxed haben. Ne? Es gibt so viele Sachen, Basispunkte irgendwo, ne, ein bestimmtes Level erreicht haben. Ne? Wir alle sind da ja Zahlenfetischisten, was das angeht, wenn da so eine gerade schöne Zahl ist, eine große bei den Basispunkten oder generell bei den Stats, dann sieht das halt auch nice aus. Das sind alles kleine Sachen, wo man drauf hinarbeiten kann und die einen halt auch Motivation an dem Spiel gibt, sich da lange drin aufzuhalten. Gerade auch wenn man vielleicht eine aktive Gilde hat, mit der man zusammenspielen kann, wo man noch andere motivieren kann. Ne? Und da halt eben auch Ziele als Gilde vielleicht auch auf dem Server verfolgt. Ja, aber ich würde sagen, wir sind jetzt bei 55 Minuten. Wir haben ein gutes Stündchen gemacht. Ich denke mal, das reicht, falls ihr nicht noch irgendwelche wichtigen Schlussworte haben solltet. Teilt das Video, damit möglichst viele Shakes and Fidget Spieler und darüber hinaus auf das wichtige Thema aufmerksam gemacht werden. Mhm. Ja, Eine kleine Sache hätte ich auch noch. Melendez hat ganz großzügig angeboten, wenn er denkt, ihr habt ein Problem, meldet euch bei ihm. Nicht, dass er bald nicht mehr dazu kommt, sich seine Pilze zu finanzieren. Es gibt halt auch noch Adressen. Vielleicht magst du es einfach dann noch verlinken dort oder so. Es gibt sowas wie Telefonseelsorge, ja. Wenn ihr erkennt, ihr habt ein Problem, aber ihr wisst nicht, mit wem ihr drüber sprechen sollt, ihr steuert auf irgendeinen Abgrund zu. Ne? Es ist nie zu spät, um irgendwie aktiv zu werden, um irgendwie aktiv dagegen zu steuern. Wie gesagt, im Zweifelsfall Telefonseelsorge googeln oder irgendwas, einfach anonym da anrufen und mit irgendjemandem mal quatschen, der der dich nicht kennt, der halt einfach eine vollkommen außenstehenden Blickwinkel hat. Ne? Im Zweifelsfall, ne, du kannst Scheiße bauen, du kannst über deine Verhältnisse leben, du kannst dich in eine Scheißsituation bringen, aber Kopf oben halten und irgendwie gucken, dass es weitergeht. Und ne, also im Zweifelsfall dann so eine Sachen nutzen. Ja, wichtig. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig. Also, ja, sucht Kontakt zu anderen Leuten, wenn euch auffällt, irgendwas stimmt hier nicht, sei es der Hausarzt, sei es Freunde, sei es Bekannte, sei es eben diese Seelsorge, sei es Melendez mit seinem Service, den er auch hier anbietet. Ne? Wendet euch gerne an alle Leute, die euch da eben diese Hilfe anbieten. Ihr seid da nicht alleine, es gibt da auch sehr viele andere Leute, die von diesem Problem betroffen sind. Ne? Und es gibt absolut nichts, wofür man sich da in der Sache schämen muss nicht. oder so. Wirklich, ganz wichtig. Ne? Schämt euch nicht, Mann. Man kann echt mal einen Scheiß machen, aber man kommt auch wieder raus. Auf jeden Fall. Es geht immer wieder bergauf. Nach einer Talfahrt irgendwann geht es immer wieder bergauf dann. Ja, Leute, vielen lieben Dank, dass ich auf dieses wichtige Thema auch nochmal mit euch zusammen hier aufmerksam machen konnte. Es lag mir auch sehr am Herzen, nachdem ich auch so ein bisschen darauf aufmerksam geworden bin durch dich, Melendez. Sehr, sehr gute Sache auf jeden Fall. Und vielleicht konnten wir den einen oder anderen da draußen so ein bisschen dazu animieren, vielleicht ein bisschen selbstreflektierter zu werden, was das angeht und eine kleine Hilfestellung bieten. Ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Melendez. Vielen lieben Dank. Ich danke auch. An Derafin, dass du auch mit dabei gewesen bist. Vielen lieben Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und damit würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.